Also eigentlich gibt es in Chemnitz sehr viele Orte, die ich meinen Besucherinnen oder Freunden zeige, weil eigentlich niemand Chemnitz so kennt. Ich bleibe immer am Stephan-Heym-Platz stehen, weil dort ist eine Ecke, wo die Architektur der Gründerzeit, dann die Architektur der Moderne und die neue Stadtarchitektur, die sich momentan im Werden befindet, aufeinanderprallen. Seit 2010 bin ich immer dabei und ich schaue mir die Städte an. Vielleicht zwei möchte ich hervorheben. Einmal San Sebastián in Spanien. Da fand ich sehr bemerkenswert, wie ein kleines ehemaliges Fischerdorf sich mit Kultur und mit seiner Region gegenüber Sevilla, Barcelona und allen den wunderbaren spanischen Städten sich durchsetzen konnte. Als Gegensatz dazu kann ich vielleicht Pécs anführen, wo eine ganze regionale Entwicklung, ein Aufschluss der Region stattgefunden hat. Ich war gerade 2 Monate im Amt, im Juli 2015 in Chemnitz als Amtsleiter für die Kulturbetriebe angefangen und dann bestellte mich Frau Ludwig im September in ihrem Büro und ich dachte, oh Gott, jetzt geht es darum, Zahlen, Fakten, wie wir uns fühlen und so weiter. Und ich glaube, die zweite Frage danach, Herr Czak, was denken Sie darüber, können wir uns als Kulturhauptstadt Europas bewerben? Ein kleiner Schock für mich, weil ich natürlich wusste, wie schwer dieser Weg ist und was in der Stadt alles passiert, selbst in der Bewerbungsphase. Frau Ludwig, für die Antwort brauche ich mindestens 4 Monate. Und Gott sei Dank gab mir Frau Ludwig die 4 Monate und so kamen wir langsam zu einem Entschluss, zu einer Analyse, was die Stadt wirklich kann und ob wir bereit sind und ob dieser Prozess wirklich richtig für die Stadt ist zu der Zeit. Also als erstes erhoffe ich für Chemnitz, dass die Geschichte der Umbrüche und Aufbrüche hier für Europa klar präsentiert werden. Dass es wirklich in Europa begriffen wird, was diese Region und was diese Stadt in den letzten vielleicht 70, 80 Jahren durchgemacht hat. Ziel Nummer 2 ist, dass die Region und die Stadt die nötige Selbstbewusstsein entwickelt, dass wir einfach für europäische Titel reif sind und die Entwicklung der letzten 30 Jahre war eine sehr gute Vorbereitung dafür.